Guten Morgen, liebe Leute von Tag 2 der World Predator Classic. Heute auch natürlich das Captain's Briefing. Ich glaube nicht, dass uns irgendwelche Überraschungen erwarten werden. Aber man kriegt da ganz coole Updates, falls irgendwie sich was geändert hat, ob man auf irgendwas Besonderes achten muss für den Tag und so weiter. Dann gleich wieder Bootscheck und dann kann es eigentlich wieder losgehen. Ich hoffe einfach, dass heute die Strategie, die wir fahren, ein bisschen besser funktioniert. Gestern war das tatsächlich irgendwie noch sowas wie ein zweiter Trainingstag, weil wir eigentlich nur einen ganzen Tag Training hatten. Am Ende sind wir wieder den Zandern hinterhergerannt, wie das so häufig ist im Turnier. Im Privaten liebe ich diese Fische, aber im Turnier nicht unbedingt. Mal sehen. Ready for war. Nach dem ersten Tag waren wir, glaube ich, in ungefähr in 30. Position. Man musste natürlich positiv bleiben. So ein Turnier läuft auch 3 Tage lang. Man hat immer noch schon eine Chance, eine sehr gute Platzierung immer noch hinzukriegen. Lass uns mal immerhin versuchen, einfach das Beste rauszumachen, das geht. Also wieder Boatscheck gemacht. Wieder natürlich das Letzte. Marshalls hat gesagt, morgen versuchen wir doch ein paar Minuten früher zu kommen. Das würden wir auf jeden Fall versuchen am 3. Tag. Good luck for today, guys. Now we are a little free in mind. No pressure. Von wegen no pressure. Might be a little rest pressure. Landung war eigentlich ziemlich gut. Ich meine, das Wetter hat sich verbessert. Wir haben eigentlich einen ziemlich guten Plan gehabt, was wir durchziehen wollten. Immer noch an den gleichen Gewässer natürlich, weil wir haben nur auf diese ein Gewässer trainiert. Und da sind wir zu unserer heißen Stellung gegangen und im Gegenteil zum ersten Tag, am zweiten Tag ging deutlich ruhiger los. Und ehrlich gesagt, nach 3-4 Stunden am Fischen war die Stimmung schon relativ down. Ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte und deswegen habe ich mich entschieden, eigentlich gar nichts zu sagen. Enrico war auch extrem ruhig. Hat eigentlich auch gar nichts gesagt. Und für diejenigen, die das vielleicht ein bisschen hineinsetzen kann, das ist schon nicht so geil. Stimmung schlecht, nicht ein Biss. Endlich, nach ewig Zeit gefühlt, also ich glaube schon nach 4-5 Stunden, hat endlich mal Enrico einen fetten Biss bekommen. Es ist nicht so. Oh. Schnurwurf. Was passiert? Genau das, was passiert, wenn alles schief läuft an dem Tag. Angehauen, sofort die Schnur gerissen, Hauptschnur. Ich hatte jetzt den ersten Biss des Tages und also so viel Pech schon wieder heute. Schnurbruch ist natürlich was, also weiß nicht. Das macht einen einfach sprachlos. Also erstmal ist es natürlich total scheiße für den Fisch. Zweitens passiert es eigentlich so 2-mal im Jahr. Nur. Aber
Dass es dann auch noch im Turnier passiert, ist natürlich eine Katastrophe. Ich sag mal, wie ihr vorstellen könnt, hat es nicht unbedingt geholfen, die Laune zu steigern auf dem Boot. What's up with it? Do it cause I love it and I stuck with it. We ain't with the subbing in the cut with it. Please none of the talks, I heard enough of it. Like, what you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about it. Ich habe keine Idee, also ich habe 20 Ideen und keine, weißt du? Weil nichts, was wir gemacht haben, hat funktioniert. Nichts, gar nichts, nichts. Ja, hier ist genug Fisch, darum geht es doch gar nicht. Hier ist überall Fisch. Es geht darum, dass wir nichts ans Band kriegen, Alter, dass wir keinen Fisch fangen. Nicht einen einzigen Fisch im Boot. Nicht einen. Diese Scheiße. So ein Dreck. Ich habe keine Idee mehr. Ich weiß nicht. Doch, Ideen habe ich genug, aber ich weiß nicht, ob die funktionieren. Gibt es doch diese Dreck? Ehrlich. Gibt es überhaupt gar nicht, Alter. Das kann es gar nicht sein, ohne Scheiß. Das kann es gar nicht sein. Es gibt es gar nicht. Dass wir nicht einen Fisch fangen. Nicht einen. Morgen fahren wir ins Hollandsee. Das vergessen wir schon. Nee, heute ist schlimmer. Man muss sagen, diese Laune ist immer schlechter geworden. Gott sei Dank kam irgendwann auch die letzten Minuten und dann war vorbei. Und dann wussten wir unser Schicksal sozusagen, nämlich, dass wir am zweiten Tag gar keinen Fisch fangen. Also, all in all, es war eine Riesenenttäuschung, sage ich ganz ehrlich. Man muss natürlich dahin fahren, es ist schon ein langer Weg von Berlin mit Boot. Man muss studieren dafür. Man investiert Zeit, Energy, Effort, Geld. Und am Ende, wenn man so schlecht performt, dann ist man natürlich extrem enttäuscht. Wir sind competitive. Man will sich messen gegen die anderen und man möchte eine gute Leistung da abrufen. Und es reicht nicht, und dann ist es halt so, dann hat der Besseren gewonnen. Aber wenn man selber, sage ich mal, so weit weg ist von seiner eigentlichen Normalleistung, sage ich mal, ist es natürlich extrem frustrierend. Tag 2 war eine Katastrophe. Wir haben sehr viele Fische gefunden, aber die haben nicht gebissen. Wir haben auf die Stellen gehofft oder gepocht, die wir hatten, die wir im Training geangelt haben, die auch gut waren im Training. Aber das ist ja immer das Problem. Man ist überzeugt von den Stellen, man bleibt dann auch da und man bleibt auch länger da, vielleicht zu lange. Und dann geht einem die Zeit flöten für irgendwelche anderen Stellen. Und das war's. Und am Ende sind wir einfach nur noch wild rumgefahren, hier kurz gehalten, da was, ein paar Würfe gemacht, da kurz geguckt, da ein paar Würfe gemacht, dann da. Am Ende war es jetzt auch nicht unbedingt richtig gut geangelt dann am zweiten Tag. Also, Tage abschreiben. Wir sind immerhin, sage ich mal, zurückgegangen ins Haus und am Abend ein bisschen darüber gelacht. Also die Stimmung hat sich gekippt von, sage ich mal, dieser absolute beerdigungsmäßige Stimmung, wirklich, zu einer, die man, sage ich mal, ein bisschen Geigenhumor und überhaupt, dass man einfach
ein bisschen mit Abstand der Sache nicht ganz so traurig war. Und deswegen haben wir gesagt, komm, nichts mehr zu verlieren. Und das war wirklich so, da war echt nichts mehr zu verlieren. Schlechter wird das auch nicht, man kann nicht weniger fangen als 0. Und deswegen, dritten Tag, machen wir einfach was ganz anderes. Wir gehen volles Risiko, gehen auf die anderen Gewässer, probieren unsere alten Spots, die wir gut kennen von den letzten Jahren, und hoffentlich klappt diese Spots. Und im schlimmsten Fall, wenn nicht, dann haben wir immerhin was anderes probiert und können uns nicht wirklich viel vorwerfen. Kurz vor wir dahin fahren, quasi zu da, wo die Sicherheitsleute, unsere Boardchecker für diese Prüfung, diesmal war wirklich pünktlich, wir haben eine extra halbe Stunde vorher alles ready gemacht, wollte das Board starten, und Leute, ihr glaubt es nicht. Das macht nicht mal ein Geräusch mehr. Hm? Guck mal bitte. Doch. Es ist wie Schicksal, wir sollten einfach nie zu früh kommen für diese Sicherheitscheck, das Boot ist nicht gestartet. This is Daniel here with Enrico, boat number 50. We just wanted to say we are not at our start place yet because we are having problems to start our boat. Please let them know we've got somebody here who's coming to look at it now, but I am not sure if we will make it by the start. Moin. Moin. Wieder eine Batterie, ha? Habe. Dicke Hülse drauf, ein dicke Ring und dann festschrauben, fertig. Danke dir. Alles Vielen klar. Dank, ja. What the every day there's something up. So haben wir dann letztendlich das Boot gestartet, dahin gefahren. Die Sicherheitsleute haben mittlerweile gelacht, haben schon selber nicht erwartet, dass wir so früh da sind, und wir waren auch nicht zu früh. Good morning, Sunshine. Sunshine. Good morning, Sunshine. Hast du gehört? Trotzdem alles geklappt und dann mit guter Laune und einfach total ohne Belastung rausgefahren. Es ist ein weiter Weg, das Wetter war eigentlich ideal, könnte man schön fahren über den See. Dadurch, dass wir an Tag 2 so verkackt haben, waren wir natürlich an Tag 3 total unbeschwert und haben einfach nur Gas gegeben. Es war auch nicht easy auf jeden Fall, aber es kam einfach in regelmäßiger Abstände Fische. Perch. Ja, weiter. Came up and missed it. There was a small perch though. As long as it's perch. There are big perch between here as well. Did you see it? No. But I believe you. He came up to grab it, but it was like maybe dry fish. Doesn't matter. Maybe dry sich is better als maybe nothing. Auf jeden Fall, Alter. Dicker Barsch. Dicker Barsch. Net. Yes, my boy. Halt den Kescher unten. Yes, my boy. Yes, my boy. Dicker Barsch. Okay, du machst alles fertig? Man, that's a 50. It's a biggie. It's a 50. Could be 48. Everything's ready. New sticker on. Yeah. Card is yours. New sticker, card, everything's good. Okay, just give me a second. Nice and easy. Nice and easy. Nice one, man. Look bigger. 47. Das ist ein geiler Barsch.
nochmal einen Chatterbait drauf. Schon wenig, ja? Naja, ich meine, wir haben den, aber halt, dass dann keine mehr kommen, weißt du? Ja. Die sind immer so einzeln unterwegs gefühlt. Halt Spannung. Halt Spannung, halt Spannung. Das ist ein Barsch. 100% ein dicker Barsch. Doch, ein dicker Barsch. Sag ich doch. Yes, my boy, yes, my boy. Talking about. Was hat er? 43. Auf ein Chatterbait mit unserer Pintail in Real Bleak Farbe. Das ist meine Lieblingsfarbe. Oh, geil, nice and easy. Weiter geht's. Nee, doch. Down. Also auf der Zappel. Ja. Fish. Get the net, get the net. It's a fish. Yes, It's a small one, but it's a Yes, baby. Got it! Got it! Yes, baby. Got it! That's it. Yeah! Oh, it's off. Yes, baby. Endlich. Free perch. I can shoot under. 32, 33. Ja, like 32. Wir haben unsere Barsche dann doch voll gekriegt. Es war richtig geil, endlich mal eine Fischart überhaupt voll zu kriegen. Bei Zander, wir haben noch 2 Zander gebraucht und ein Hecht. Da sind wir rüber gefahren zu einem Spot, der relativ nah war. Durch die riesen Wellen, die wir gehabt hatten die Tage davor, hat sich das Kabel zum Batterie leicht gelöst. Und immerhin könnte man mit 2 Leuten quasi, wenn einer das Kabel auf der Batterie genau hält und der andere das Boot startet, dann hat alles geklappt. So ein bisschen improvisiert, so wie ich das ein bisschen aus Afrika kenne, wenn man am Boot startet. Still 2 fish pending. Yeah, probably. We're catching it too quickly for the system at the moment. Fish. Thunder. Okay, langsam. Alles gut. Here we go. Yes, baby, Here we go. Here we go! Yes, on a twitch bait. Yes! Nice, Daniel. Richtig geil. Das ist der neue Sticker. Ja, also über 53 ist der. Geil, Mann. Jetzt haben wir 2 Zander
Dry Barsch. Wow, nur Hauptzeit, wir brauchen 2 Fische noch. Ja, nix sagen. Nee, ich meine, klar. Das Yes, you beauty! Yes! Let's go pike fishing! Hold this beauty. Yes! Bleak Shad ist halt ein Thunderkiller. Yes. Okay, everything ready? Everything ready? Sticker is on. Ja. Deine Karte. Card is on. Sticker is on. And soon the fish is on. Ja, Mann. Die Erlösung ins Gesicht. Alright. Okay? Warte kurz. Sticker ist zu sehen. Da ist dran. Das ist da. Sticker ist zu sehen. Alright, weg damit. Und da haben wir dann geschafft, in relativ kurzer Zeit auch diesen Sandern voll zu machen, dass wir nur wirklich ein Hecht gebraucht haben am Ende, um die Karte komplett voll zu machen. Und Enrico war wieder echt gut drauf an dem Tag. Er hat schon auch mehrere Fische gefangen. Und wir kamen dann zu unserem letzten Spot. Wir haben ungefähr 40 Minuten gehabt, um einen Hecht zu fangen. Wir wussten, dass es da Hechte gibt. Wir kennen den Spot auch vom Frühjahr. Kescher, Kescher! Riesenfisch! Riesenfisch! Riesenfisch, Riesenfisch! Yes! Yes! Yeah! Yes! Geil, Mann. That's how it works. That's how it works. That's how it works. I have to grab my rod before it goes in the water. You have to stand on this thing 1 second. Okay, okay. That's how it works. Die italienische Zupfertechnik. What a legend. Die italienische Zupfertechnik. Ihr könnt mich alle fronten, aber den würde ich gern nehmen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, jetzt ist der letzte. Hast du geankert? Ja, schon längst. Und das reicht auch nicht, 75. Nein, nein, natürlich nicht. Haben wir gerade gesagt, Leute, 30 Minuten Zeit. Und dann Okay, 1, 2. BAM geknallt! It's how it's supposed to be. Huh? It's how it's supposed to be. It certainly is, my boy. It certainly is. Oh God, I don't want. Just don't let go, okay? Ja. 1 Meter 5. Eins 5, Mann!
Yes! Yes! Full card, Mann. Italienische Zupfertechnik. Da ist er. Endlich Enrizi ist wieder da. Endlich Enrizi ist da, wo er eigentlich hingehört. So ist es. Damn it. Ja, gut, Mann. Nice gemacht. Ganz gut. Frage ist, ob wir Perch upgraden wollen oder Zander. Now we have nur 18 Minuten. Ah. Geil, Mann. Okay, Leute, wir haben immer noch 17 Minuten, die werden wir natürlich nutzen. Das war echt geil, also nach der ganzen, sage ich mal, schlechteren Momente, die wir erlebt haben, es war echt geil, dass am letzten Tag, wir haben 6 von unseren 7 Fische schon gefangen, 40 Minuten noch zur Angel, fokussiert auf den Hecht zur Angel, gut gelaunt und dann kam ein richtig geiler Einschlag direkt in der Nähe von dem Boot bei Enrico. Ein richtig großer Schrei des Erleichterung und der Freude, dass wir unsere Karte voll gemacht haben, auch mit vernünftigen Fisch. Daniel, 16:14 Uhr. Also Wir brauchen nicht mehr werfen. letzter Wurf, 2 Meter weit. Wir brauchen nicht mehr werfen, weil das Foto würden wir im Leben nicht mehr abgeloadet bekommen. In Risis, Mann. Immerhin ein versöhnlicher Abschluss, muss man wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das war echt wichtig, aus dem System zu kriegen von gestern. Ja. Ja. Und es ist unser allererstes Turnier zusammen. Es ist tatsächlich eine der ersten Mal, dass wir überhaupt zusammen angeln. Also wir haben einmal an der Müritz zusammen geangelt, wirklich Genau. einen Tag. Genau. Und das war's. Und das war das erste Mal, dass wir überhaupt wir- richtig zusammen angeln. Genau. Und dann unter, sage ich mal, teilweise Stressbedingungen. Ja, denke, haben wir nicht das- nur teilweise, also war eine anstrengende Nummer. Also du kennst das ja selbst, du ist ja nicht dein erstes Turnier. Das ist, ich weiß, bin Mann. immer total eklig auch. Klar, wir nehmen das schon ernst, wenn wir so ein Turnier mitfischen. Die Ehre haben wir uns heute zurückgeholt. Genau. Das war wichtig, das war uns beiden wichtig. Sehr wichtig. Und jetzt müssen wir mit muss Vollgas sagen, zurückfahren, und- weil stimmt. wir müssen in einer Stunde die Karte abgegeben haben Stimmt, und wir sind echt richtig weit weg. Also von daher, ich würde sagen, vielen Dank fürs Hoch, Tief, tiefer als tief und wieder ganz hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen, fleißig abonnieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zieht Prize Giving auf alle Fälle rein. Ich bin gespannt, wer das ganze Ding gewonnen hat. Gratulation an dieser Stelle an den Gewinner. Genau. Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, später vernünftig zu reden vor der Kamera. Und deswegen sage ich auf jeden Fall Peace out und bis zum nächsten Turnier. Und nicht vergessen, fleißig abonnieren. 100.000 Abonnenten sind unser großes Ziel. Alles, was wir an Tackle benutzt haben, natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir sind raus. Daniel, bis dann. Ciao. Ciao. That's a wrap. Prize Giving. Leider nicht unbedingt relevant für uns. Wir machen ein bisschen, sage ich mal, den Zuschauerteil mit heute von diesem Prize Giving. Ja, genau. Ja, aber. Na, ist es denn jetzt? Weiß ich Oder auch darf man gratulieren? Nee, Sagen doch nichts. offiziell ist es noch nicht. Leute, wir stehen hier mit der potenziellen Sieger von dieses Jahr von der WPC. Also ist natürlich noch nicht offiziell und wir warten, bis es wirklich offiziell ist, bis wir die offiziell gratulieren. Ich und Enrico natürlich auch würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Die sind auch Freunde von uns, wir kennen die seit langem. Und ich hoffe sehr natürlich, dass es auch klappt für euch beide. Wir drücken noch den Daumen, aber wir haben ein gutes Gefühl und ihr auch eigentlich, oder? Ihr habt gut gefischt. Ja, gut. Wir können uns nichts vorwerfen. Ja. Wenn es klappt, dann sind wir super happy. Wir werden ein Interview auf jeden Fall zu Ende bringen, so nach der Prize Giving. Wir wollen nichts irgendwie zu früh sagen und deswegen bis gleich. Bis später.
We have one of the most known anglers across Europe, I guess, Evert Oostam, and he's also ending up on first place today, of course together with his teammate. But he's also a participant of the YPC, so be aware of this guy. You don't know what he's up to. And the bad news is, this guy here, he's in my group. Lucky you! So, watch out for him. Yeah, stay tuned. Fourth place, team from Germany again. Wow. It's the team captained by André Schmidt and Danny Schaefer. Third place is Radek Philip and Martin Spector. Second place team, it was an incredible finish. It really was. It was nerve-wracking, as I said, to see the leaderboard change and change and change. Another team from the Czech Republic. Yes! Yes! It's the team from Mercury, Thomas Enger and Mark Pavitsky. Leute, hier ist der nächste YPC-Teilnehmer, Jan Pusch. Ich habe gerade gehört, zusammen mit Salah einen 7. Platz belegt. Also richtig, richtig gut bei der World Predator Classic dieses Jahr. Ob er beim YPC genauso gut abgeschnitten hat, das seht ihr natürlich ab dem 8. August. Wenn ihr es wissen wollt, einschalten nicht vergessen. YPC mit Jan Pusch. Auf jeden Fall Action ohne Ende. Deswegen schaltet ein! Und dann geht's richtig nach vorne. Jawohl. Sauber und Glückwunsch. Danke. Gut gefischt. Gut gefischt, Jan. Ja, ne? Geil, ne? Alles klar. Gratulation, Mann. Gut Zeit, ne? Ja. Richtig geil. Sagen Sie nochmal. Richtig geil. Gratulation. Gut gemacht. Alles klar. Leute, wir stehen hier mit den Siegern von der WPC 2020, obwohl wir in der Mitte of 2021 sind. Wirklich sehr, sehr geil gemacht, Jungs. Ihr habt extrem gut gefischt. Ich meine, sehr verdient. Ihr seid öfter dabei, oder? Ganz oben. Also ihr fischt immer mit dabei, ganz oben. Und dieses Mal hat es einfach geklappt. Ja? Was war der Unterschied dieses Mal zu alle anderen Male? Wir haben die Barge gefangen. Ja. Wir haben die Barge gefunden und auch gefangen. Ja. Hätten wir verloren. Und am Ende brauchst du eine volle Karte, möglichst früh am Tag und dann versuchen abzugraden. Und das ist diesmal gut Siehst gelungen. du, alles was man machen muss, ist eine Barge und die Karte voll zu machen und abzugraden. So simpel ist es. Das Und ist dann- so. Fischen ist so einfach. Ne? Fishing kann so einfach sein. Verdiente gewinnen. Und ja, ich meine,
Ich bin eigentlich selber verloren vor Worten, passiert mir auch sehr selten, aber ja, ihr könnt wahrscheinlich mehr sagen. Ich meine, wie geht es jetzt weiter, Winterabend? Jetzt muss ich bestimmt ein paar Drinks ausgeben. Wir müssen jetzt vor allem noch erst ein paar Fotos machen, hab ich gehört, und dann müssen wir wahrscheinlich ein paar Kilo Erfrischungsgetränke ausgeben. Ja, geil. Leute, ihr habt es gesehen, direkt hier am Wasser, besiegern WPC. Das ist eigentlich was, wieso wir hier gekommen sind, aber nur ein Team kann gewinnen. Nur einer kann gewinnen, ja, ein Team. Und dieses Jahr waren die beiden auf jeden Fall die Besten. Ja, und für nächstes Jahr haben wir Großes vor. Das glaube ich. So, wir wissen, was man machen muss, um mit oben dabei zu sein. Wir müssen eigentlich letztendlich genauso angeln wie am letzten Tag, an alle 3 Tage. Und wieder sehr, sehr viel gelernt. Also es ist Wahnsinn, jeder Turnier unter diese Pressure-Bedingungen und diese intensive Anglerei zwischen Enrico und ich als Angler, als Partner, als Team-Members zusammen. Und es war ein sehr harmonisches Gefühl. Also und schon das Gefühl, dass wir das doch schaffen können, miteinander auch erfolgreich zu fischen. Und deswegen muss ich sagen, dass ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft. Wir haben noch ein paar Möglichkeiten dieses Jahr, um die Sache wieder rauszureißen. Wir sind auch nicht total fertig geworden. Also wir sind am Ende, glaube ich, 30. Platz oder 31. Platz, ziemlich Mittelfeld. Dafür, dass wir alle Letzte waren am zweiten Tag, ist es okay. Natürlich nicht das, was wir vorgestellt haben. Aber es kommt noch der YouTube Predator Cup Boot dieses Jahr, das wir zusammen fischen wird. Und da bin ich sehr gespannt und freue mich jetzt schon natürlich sehr darauf. Und da blicke ich natürlich mit Zuversicht voraus.